Hallo und willkommen beim Filmgemaunze. Seit dem 20. Dezember ist auf Disney Plus diese neue Serie Percy Jackson and the Olympians zu sehen. Im wöchentlichen Turnus. Inzwischen sind alle 8 Folgen online. Ich habe sie mir nun angeschaut. Die Serie handelt von dem gleichnamigen Titelhelden, dem 12-jährigen Percy Jackson, der von seiner Mutter mehr oder weniger allein aufgezogen wurde. Er hat in der Schule Probleme mit seiner Legasthenie und ADHS, bis er erfährt, dass er der Sohn des Gottes Poseidon ist, ein Halbgott, und wird schwupps in ein eigens für solche Söhne und Töchter für Götter Camp transportiert, Camp Half-Blood. Und dort ist erstmal für ihn alles neu, er muss sich erstmal neu orientieren. Aber dann kommt es zu einem Zwischenfall, dass er beschuldigt wird, den Herrscherblitz des Zeus gestohlen zu haben. Und fortan muss er sich auf eine Quest aufmachen, zusammen mit neu gefundenen Freunden Grover und Annabeth, um seine Unschuld zu beweisen und einen Krieg zwischen den Göttern zu verhindern. So, die Serie grundsätzlich basiert auf Kinder- und Jugendbuch-Fantasy-Romanen von Rick Riordan, die ungefähr entstanden sind innerhalb der Schwemme nach den Harry Potter Romanen und Filmen. Genauer gesagt wurde das erste Buch im Jahr 2005 von ihm veröffentlicht. Gehört zu den namenhafteren Reihen aus diesem Genre der Kinder- und Jugendfantasy, und es gab auch im Vorfeld, also in den 2010er Jahren, bereits 2 Verfilmungen im Kino, nämlich 2010 Diebe und Olymp und 2013 im Band des Zyklopen, 2 Filme, an die ich mich noch so düster erinnern kann, dass ich sie ganz unterhaltsam fand, aber über ein gewisses Mittelmaß kamen die Filme nicht hinaus. Und auch insgesamt, glaube ich, waren das eher Filme, die auch beim Publikum nicht der große Hit geworden sind. Die Serie ist eine Coming-of-Age-Story kombiniert mit einem Road-Movie, und das Ganze noch obendrauf die griechische Mythologie als Basis für die ganze Geschichte. Es gibt einen roten Faden, der das Ganze durchzieht. Man muss diesen Herrscherblitz finden, der gestohlen wurde. Das ist eigentlich so die Hauptstory des Ganzen. Aber die Aufmachung der 8 Folgen ist eher, ich will jetzt nicht sagen traditionell, aber ziemlich oldschool im Prinzip von Monster of the Week. Nun, Percy trifft in jeder Folge auf irgendeine griechische, mythologische Kreatur und oder Gottheit, und die muss dann abgehandelt werden und befriedet oder bekämpft. Dabei muss man sagen, dass das CGI relativ gut aussieht. Das ist man bei Disney in letzter Zeit ja auch nicht immer gewohnt. Also ich fand gerade das Creature Design hat sehr gut ausgesehen in der Serie, da war ich sehr zufrieden damit. Dagegen die eigentliche Action, sagen wir mal, wie sie inszeniert wird, wird meistens sehr, sehr schnell abgehandelt und wirkt auch nicht gut in den Kämpfen, auch nicht besonders spannend choreografiert. Das ist eher Mittel zum Zweck, um ein bisschen Action-Einlagen für das Ganze zu bieten. Die ersten 3 Folgen wirken meines Erachtens ein wenig gehetzt. Es geht schon so weit, dass man die Exposition zum Beispiel von Percy dann einfach mal runtergeleiert bekommt, und das ist, finde ich, schlechtes Drehbuch, Bad Writing, und da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Das Ganze fängt sich dann im Laufe der weiteren Folgen vom Tempo, wird dann ein bisschen besser. Was mir sehr gut auch gefallen hat an der Serie noch, das war, dass die Serie trotz seiner Wurzeln in der Kinder- und Jugendfantasy doch immer wieder schafft, an den entscheidenden Szenen erwachsen zu wirken. Sehr erwachsen, sogar vielleicht für die ganz Kleinen ein bisschen zu erwachsen. Denen würde ich diese Serie nicht ans Herz legen. Das könnte dann schon mal ein bisschen zu gruselig werden. Ähm,
aber ansonsten trifft man eigentlich einen recht interessanten Ton, der genau einen guten Querschnitt erreicht zwischen Kinder, Jugend und vielleicht auch, dass der eigene Erwachsene mal in die Serie mit reinschauen kann. Das Ganze ist noch ein bisschen gespickt mit Humor. Gerade der Hauptdarsteller Walker Scobell als Percy wirkt ein bisschen tollpatschig. Ich denke mal, kommt von den Büchern. Die Bücher sind mir nicht bekannt übrigens. Er wirkt ein bisschen tollpatschig. Er wirkt ein bisschen manchmal mit der Situation überfordert, aber das Ganze kommt durch den einen oder anderen Spruch, vielleicht mal ein One-Liner oder so, lockert auch insgesamt die Situation öfters mal ganz nett auf. Wo wir gerade bei den Darstellern sind, im Prinzip sind die Hauptdarsteller eigentlich die Gruppe, die sich zu dem Quest aufmacht, nämlich Walker Scobell als Percy Jackson, der für mich hier am meisten heraussticht aus dem kompletten Cast, ein Jugenddarsteller, wo ich großes Potenzial sehe für später, für weitere Filme und Serien. Also der macht seinen Job hier richtig gut. Wir haben noch eine Leah Jeffries als Annabeth Chase, eine Tochter der Athene, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, ich denke schon, ja. Und Iron Simhadri als Grover Underwood, einen Satyr, der auch Percy von Anfang an begleitet und sich als guter Freund von ihm herausstellt. Und ansonsten gibt es noch einen ganzen Wust an Charakteren und Darstellern und sowohl Jugenddarsteller, als natürlich auch Erwachsene in Form von teils auch Gottheiten. Es gibt einige, die in der Serie auftauchen. Ähm, Die sind mir eigentlich im Großen und Ganzen, die meisten Figuren haben entweder zu wenig Screentime, um wirklich zu punkten, oder wie bei den Göttern, meistens fehlt ihnen das Charisma. Ich kann es nicht anders sagen, aber die Schauspieler fand ich alle nur mittelmäßig. Also keiner, der wirklich besonders herausgestochen ist. Bis auf eine der letzten Folgen kommt dann Percy Jackson trifft dann auch auf Zeus, gespielt von Lance Reddick. Und den dürfte er dem am meisten wahrscheinlich hauptsächlich aus John Wick kennen. Ein großartiger Schauspieler, der viel zu früh letztes Jahr verstorben ist, aber den ich hier für eine komplette Fehlbesetzung sehe, weil man hier nur wieder Disney-typisch auf Diversität und Vogue-Wahnsinn gecastet hat. Es tut mir leid, ich mag den Schauspieler, aber ein Zeus ist eine ikonische Figur aus der griechischen Mythologie, die immer mit hellenischen Gesichtszügen dargestellt wird, und es hat dann nun mal einfach mit afrikanischen Wurzeln nichts zu tun, und damit ist es auch totaler, ich will jetzt sagen, nein, das darf ich ja nicht sagen, auf jeden Fall Unsinn, das mit einem afroamerikanischen Darsteller zu besetzen. Wenn man schon mal divers casten will, warum nimmt man denn für solche Rollen nicht einen griechischen Darsteller? Oder zumindest einen von mir aus US-Darsteller mit griechischen Wurzeln. So, mehr will ich auf dem Thema gar nicht rumhaken, aber definitiv ein Dämpfer finde ich falsch, solche Casting-Entscheidungen. Da wurde bloß wieder Diversität gecastet, um wieder Fördergelder abzustauben, und das hat nichts damit zu tun, dass Disney so tolle Leute sind und so eine schöne weiße Weste haben. Naja, ansonsten, wie gesagt, mit den drei Hauptdarstellern bin ich zufrieden, die restlichen Darsteller eher mäßig. Zumindest unauffällig. Liegt möglicherweise, dass sie nicht alle gleich viel Screentime bekommen. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Ähm, Musikalisch gibt es zweigeteilt. Es gibt einen Score, der das Ganze unterlegt. Den fand ich ziemlich passabel gut. Nichts herausstechendes, aber er hat einen guten Job gemacht. Auch der Titelscore fand ich richtig ansprechend. Dagegen die eingebauten Songs da war ich eher peinlich berührt. Das ist überhaupt nicht meine Welt, und da bin ich wahrscheinlich einfach das Klientel dafür nicht. Ich fand sie nicht passend, ich fand sie eher ja, deplatziert. Aber jedem das seine, wie gesagt, da spreche ich, glaube ich, nur für mich jetzt, und das muss jeder selbst entscheiden, was er von solchen eingebauten Pop-Songs hält, und naja.
Percy Jackson an sich als Ganzes ist halt jetzt nun mal irgendwo wieder die 12 Millionste Kinder-Fantasy-Verfilmung, die wir über uns ergehen lassen müssen. Ich würde mir eigentlich eher wünschen, dass wir wieder doch mehr im Bereich Erwachsenen-Fantasy bekommen würden. Eher mal vielleicht, was ist denn aus der klassischen Conan-Serie geworden, die seit vielen Jahren oder Jahrzehnten schon in Planung ist? Warum verfilmt niemand mal irgendwie Michael Moorcocks ewigen Helden oder Robin Hobbs Weitsier-Zyklus, Ted Williams Ostenart-Zyklus? Also auch irgendetwas, was ein bisschen auch für Erwachsene interessanter sein könnte. Es gibt einfach zu viel von diesen Kinder- und Jugend-Fantasy-Filmen und Serien und Percy Jackson ist ja da auch wieder nur eine von vielen und ich weiß nicht, also ob es jetzt da noch eine gebraucht hätte. Wir haben momentan zwar schon einige Fantasy-Serien die letzten Jahre, die an den Start gingen, aber welche davon hat wirklich überzeugt? Also gehen wir mal jetzt mal davon aus, dass Game of Thrones noch als trotzdem eher makabren Ende noch als gut zu sehen ist, haben wir The Witcher, wo ich sagen muss, mit dem Ausstieg von Henry Cavill und dem Selbstverwirklichungsdrang der Showrunnerin und der Drehbuchautoren hat sich die Serie eigentlich jetzt schon ins Aus geschossen. Wir haben mit House of the Dragon ein eher müdes Spin-off zu Game of Thrones. Wir haben die Ringe der Macht, außen hui, innen pfui, hat nichts zu erzählen gehabt und Shadow and Bone wurde genauso wie Willow gecancelt inzwischen. Am Ende bleibt eigentlich nur noch das Rad der Zeit, das mit seiner zweiten Staffel wirklich glänzen konnte und richtig gut abgeliefert hat. Aber im Fantasy-Genre relativ wenig zu holen eigentlich. Und dann kommt wieder nur eine Kinder- und Jugend-Fantasy-Serie. Das finde ich ein bisschen enttäuschend. Im Großen und Ganzen will ich jetzt hier gleich zum Fazit kommen. Die Serie ist ganz nett anzusehen, hat aber eigentlich wenig Nährwert. Die Story ist relativ flach, kaum innovativ. Man ahnt immer schon weit voraus, auf was es hinausläuft. Gut, es ist klar, es muss auch für Kinder und Jugendliche auch noch herhalten, das Ganze. Aber mir ist das alles zu sehr nach Schema F. Und es fühlt sich immer so an, als hätte man das alles schon mal irgendwo gesehen. Und damit meine ich jetzt nicht die zwei Filme, sondern dass man halt sich hier irgendwie zu viel vielleicht ich kenne die Bücher nicht, vielleicht liegt es auch an den Büchern. Man könnte jetzt langsam, nachdem ich Film und Serie gesehen habe, fast schon vermuten, dass hier der Hund schon eher bei den Büchern begraben ist. Dass vielleicht hier schon einfach nicht mehr zu holen ist. Aber naja, für wen ist die Serie geeignet? Ich würde mal sagen, für Fans der Bücher, natürlich, die sollen da reinschauen. Ich denke mal, der Autor selbst war zumindest als ausführender Produzent mitbeteiligt, hat mehr mitgesprochen. Ich denke, dass hier zumindest ist man wahrscheinlich näher an den Büchern dran als die Filme, die sich wahrscheinlich sehr viel naja, sagen wir mal so Eigenes dazu angedichtet haben oder vieles verändert haben, was nicht mehr zu den Büchern gepasst hat. Da sollte die Serie etwas näher dran sein. Und ansonsten würde ich die Serie vielleicht noch empfehlen für Leute, die zu viel Zeit haben. Aber so eine richtige Empfehlung für die Serie kann ich dann auch nicht aussprechen. Es ist eine von vielen Serien. Sie ist nicht schlecht, aber sie ist auch nicht wirklich gut. Ich würde mal sagen, gutes gerade noch so im Mittelbereich verhaftet. Ich gebe der Serie 5 von 10 Punkten und damit ist eigentlich zu dem Thema alles gesagt. So, aber für die, die es freut, es gibt inzwischen übrigens eine Bestätigung, dass eine zweite Staffel schon bestellt ist. Naja, schauen wir uns die vielleicht auch noch an, wenn wir ganz viel Zeit haben. So, das war's dann eigentlich mit dieser Review und jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit und viel Spaß mit eurer nächsten Serie. Ne? Ciao.